Es gibt 7000 Künstler in Berlin. Die meisten hungern. Nicht wirklich hungern, sagen wir, sie hungern und dürsten. Sie hungern und dürsten nach Anerkennung. Und diese Anerkennung bringt ihnen nur eines: ein Leben dunkel wie die Nacht in einem Kuhhintern. Ich bin einer von ihnen. Seit einiger Zeit sitzt mir die Gewissheit im Nacken, ich hätte mein kostbares Leben verbummfiedelt wie den Chip eines drittklassigen Dorffest-Autoscooters, der mir in den Gully gerollt ist. Ja, ich hätte gern ein Taxi zum Flughafen. Moment, Entschuldigung. Kann ich Ihnen helfen? Die Ausstellung haben wir hier ins Leben gerufen, ja? Die Bilder gehören den Künstlern. Die können Sie nicht einfach so mitnehmen. Ich bin der Künstler. Das ist mein Bild. Ich bin der Künstler und Autor Gone to Suicide. Ich schreibe gerade einen Roman über meine Zeit vor den Toren des Hauptstadtkulturbetriebs. Das ist mein Bild. Das ist Bokadnezar Nebukadnezar. Klar? Mene Mene Tekel? Sagt mir nix. Ich bin ja hier gewesen. Ja, zur Eröffnung. Da wurde uns Künstlern quasi als Honorar von euch Rechtsanwälten. Nee, wir sind keine Rechtsanwälte. Egal. Immobilienprojekte, okay? Da wurde uns von euch Catering versprochen. Hurra, alle Künstler haben applaudiert. Ja, endlich mal wieder eine warme Suppe. Und was gab's dann zur Eröffnung? Kartoffelchips. Weil eine warme Suppe für 100 Künstler zu teuer wäre. Da wenden Sie sich bitte an meinen Seniorpartner, Herrn Klaus Christian Kramer. Und weißt du, was er dann zu mir gesagt hat, als ich das mit den Kartoffelchips moniert habe, als ich gefragt habe, wo ist denn jetzt meine warme Suppe? Weißt du, was er da gesagt hat? Da hat er gesagt, geh doch einfach woanders essen. Mann, wie ich diese Scheißstadt satt habe. Seit 10 Jahren, ja, bin ich hier abgefrühstückt, wie ein Buffet an einem russischen Transithotel. Moment, wie gesagt. Ich bin abgefrühstückt, samt Tischdecke. Kartoffelchips, zur Vernissage. Wir sind doch keine Grundschüler. Okay, okay. Das Bild bleibt da hängen. Das Bild bleibt da hängen. Ich kann einfach nur wiederholen, was mein Kollege gesagt hat. Geh doch einfach woanders essen, ja? Hey, meine Brille. Meine Brille. Sag mal, spinnst du? Du Penner! Du faule Sau! Du Laus am Wohlstandssack! Ich hatte von dieser Firma dieses Atelier bekommen. Sie können Ihr Fahrrad hier nicht erkennen. Als Sponsoring auf unbestimmte Zeit, ganz oben im Hölderlin-Turm sozusagen. Während diese Firma nicht schlecht Subventionen für ein gefördertes Atelier einstricht. Sie sind müde, ja? Sehr müde, wie ich sehe. Das ist nicht mein Fahrrad. Das ist so nicht mein Fahrrad. Hier Ihre Post. Ach, Moment, ich vergaß. Zu müde zum Lesen, Sie nicht? Ausstellungshaus am Turm? Ich will Ihnen doch nur helfen. Oh, bedauern wir Ihnen mitteilen zu müssen. Und hier noch vom Senat. Stipendium? Eine Absage. Und hier noch ein Packen Rechnungen. Lass mal mitarbeiten. Servieren Sie das Frühstück nicht für 22 Uhr. Ich muss mich erst mal auspennen, aber sowas von. Ja, meinen Rausch auspennen. Einen Rausch, um zu vergessen, dass ich nach 10 Jahren Künstlerdasein in dieser Stadt namens B immer noch nicht dem Kunstprekariat entstiegen war. Aber sowas von nicht entstiegen. Und wer bräuchte nicht ab und zu ein Fläschchen zur Beruhigung der Nerven? Nach allen Regeln der Kunst im Atelier vorzuglühen, kann schnell zu einem der wenigen goldenen Momente im Leben eines einsamen Poeten werden. Mit gelben Birnen hänget
und voll mit wilden Rosen, das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen, tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchternde Wasser. Wehe mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde. Die Mauern stehen sprachlos und kalt und im Winde klirrende Fahnen. Einfach Nase reinhalten und wohlfühlen. Warum heißt das eigentlich Herbst des Lebens? Was ist damit gemeint? An jenem Abend war Gallery Weekend. Jeder, der etwas mit Kunst zu tun hat, taumelte besoffen durch die Stadt. Sowas in der Art. Projekträume und Galerien standen offen. Kontakte machen hieß die Devise. Wir sind Indikatoren, Frühwarnsysteme einer auseinanderdriftenden Gesellschaft. Was wir leisten, können nur wir leisten. Und wir müssen mit unserer Arbeit dazu stehen. Dort standen zwei Kollegen und lamentierten. Die Sache frisst an uns wie eine Seuche. Kunstlepra. Das ist das, was wir haben. Und wir werden alle bei lebendigem Leib verfaulen. Von der Karre könnte ich 7 Jahre leben. Von wegen. Die Karre ist alt. Der macht auf Stil. Pass auf. Neulich sitze ich in der Galerie von dem Fetten, gebe alles, mir tropft der Schweiß, pitche mein Zeug, weiß, was mein Punkt ist. Er sagt zu mir, das ist nicht German Angst. Dieser Mann war Klaus Christian Kramer. Ich sag, natürlich ist das German Angst, du Motherfucker. Punky German Angst. Angst ist, was nicht täuscht. Angst ist, was nicht täuscht, droppte er beiläufig. Klaus Christian Kramer ist mein Name. Ich bin Sammler, aber bescheiden. Eine Menge Angst im Umlauf? Also bei mir nicht. Mich würde mal interessieren, wer bei der heutigen wirtschaftlichen Situation, bei den auseinanderdriftenden Gesellschaftsschichten und immer größer werdenden Armut, wer da so richtig am Ende ist. Wer so richtig abgerockt ist? Ja. Kennen wir uns nicht von irgendwohin? Ich zahle 10 € für jeden weiteren Kontakt zu einem Künstler oder einer Künstlerin, die richtig am Ende sind. Wie am Ende. So richtig im Eimer? Wenn die Leute am Ende sind, dann warum nicht gleich jemand, der ein wenig Erfolg hat? Weil ich weiß, wie viel Kraft auf dem Weg nach unten oder nach oben verloren gehen kann. Und zwar aus eigener Erfahrung. Und außerdem, wer Künstler liebt, wird ihr Mäzen. Klaus Christian Kramer. Na, hier fleißig am Networken? Bei mir läuft's fett, Mann. Ich habe jetzt eine neue Galerie. Welche? Ich gehe jetzt zu Bohnen. Das Einzige, was bei dir fett läuft, sind deine Haare. Irgendwann kriege ich dich wegen deiner Überheblichkeit dran. Da wirst du rumheulen und zu deiner Mami rennen. Aber es wird mich nicht davon abhalten, auf dich einzuklopfen. Und wenn's sein muss, klopf ich auch auf deine Mami ein.
Hallo. Könnte ich mir vielleicht mal Ihr Atelier anschauen? Gerade gestern habe ich mir das Atelier eines hippen Street-Art-Künstlers angeschaut. Der Typ war bubihaft. Milchgesicht. Ja, frisch von der Hochschule und glaubt, er wird berühmt. Und wenn nicht, dann tillert der aus. Ein Kotzmittel, der Typ. Ein aus abgekauten Pizzaresten zusammengefrickelter Schriftzug. Das ist vertrackt. Ich mag polarisierende Charaktere. Ich mag Einzelgänger. Das soll kein Anmacher sein, ne? Sag mal, willst du nicht mal ran an den Speck? Die Ernte einfahren? Du siehst ja noch Erfolg aus. Geh, ich bin jetzt bei der Galerie Bohnen. Bohnen, ne? Ja, das ist top. Ganz top. Wie war nochmal Ihr Name? Klaus Christian Kramer. Ein Name war meinem Vater nicht genug. Er war Künstler, genau wie du. Und unterwegs zu höheren Sphären. Obwohl er sich eigentlich nur in den Niederungen des Misserfolgs rumgetrieben hat. Würde es Ihnen was ausmachen, wenn ich für 5 Sekunden meine Augen schließe? Ich wollte auch immer Kunst machen. Hab mich aber immer vor der Frage gefürchtet, kann man denn davon leben? Das fragen sich doch die meisten. Während sie ihre Lebensumstände innerlich Revue passieren lassen und finden, dass sie alles richtig gemacht haben. Dass sie zwar 330 Tage im Jahr einer ihnen wesensfremden Arbeit nachgehen, dafür aber einmal im Jahr in Urlaub fahren können. In den Süden, sich was gönnen, als Mittelmeer. Die Kinder spielen am Strand, die Eltern sitzen im Strandrestaurant, die Rechnung kommt, man kann sie bezahlen. Und das Konto ist trotzdem nicht leer. Mir fehlt das Talent. Darum mache ich Fotos. Schön in Schwarz-Weiß. Die sehen immer gut aus. Und ansonsten umgebe ich mich mit Künstlern. Schließlich habe ich die Kunst mit der Muttermilch aufgesogen. Auch wenn Vater daran zugrunde gegangen ist. Klaus und Christian und Kramer. Das sind ja ganz schön viele, träumte ich. Nun, Kunst hin oder her, Klaus Christian war vor allem eins: ein Immobilienhunter. Ich bin jetzt bei der Galerie Bohnen. Ich musste endlich mein Zeug an den Mann bringen. Warum nicht einfach wirklich zu Bohnen gehen und fragen? Zu diesem Zweck präparierte ich meinen einzigen italienischen Anzug. Ein alter Django Reinhardt-Trick. Aufmerksamen Betrachtern würde auffallen, dass ich ein Kamikaze-Künstler sei. Authentisch und irre, hungrig, genial. Im Geiste spielte ich das Gespräch mit Bohnen durch, wie ich sie von meiner Vision überzeugen würde, Kunst nur auf Sprache aufzubauen, die Bilder abschaffen, wenn überhaupt dann nur zur Illustration benutzen. Denn wir Menschen, wir Sprechwesen, bestünden sozusagen nur aus Sprache. Selbst unser Unbewusstes sei Sprache, wie dieser französische Psychoanalytiker wissenschaftlich bewiesen habe. Ferner würde ich darauf hinweisen, dass ich ein großer Aquarellist sei, der von seiner Größe aber gar nichts ahne und eigentlich glaube, er sei ein solider Schriftsteller, dessen Aquarellskizzen nur als Vorbereitung für das Schreiben dienten. Damit sei ich gewissermaßen der Corot der Aquarellmalerei, einer, dessen Bildskizzen die Kulturgeschichte stärker beeinflussten als das Hauptwerk. Und vielleicht sei es bei mir auch alles ganz andersherum. Ich stellte mir vor, wie Bohnen gut unterhalten lächelte. Danach würden wir anstoßen. Verdammt gross für mein Step. Ich finde es schon ein schön, wie sie es hier umgesetzt hat. So grossflächig, weißt du?
Guten Tag, Sibyl von der Galerie Bohnen. Könnte ich bitte Dr. Blamberger sprechen? Es geht um den Katalogtext. Wo kann ich ihn denn jetzt erreichen? Einen schönen Tag noch. Sorry. Ich habe gerade diesen Namen gehört. Blamberger. Ist das der Bekannte? Kunstkritiker, ja. Sie sehen gut aus. So richtig super. Wirklich. Man könnte fast sagen, heute ist nicht die Sonne aufgegangen, sondern Ihre Wenigkeit. Nein, wirklich toll. Wie frisch aus der Zeitschrift. Ich habe einen Termin bei Frau Bohn. Das glaube ich nicht. Ich hatte Sie angerufen. Sie haben gesagt, ich soll vorbeikommen. Ich sagte, ich kann Ihnen nicht verbieten, vorbeizukommen. Gut, oder? Doch, das gefällt mir. 2004 hat sie das gemacht, gell? Ach so, und was wolltest du Genau, Alexei auch. Guten Abend. Mein Name ist Thorsten Eckerle. Ich hatte Ihnen doch mal die Mappe geschickt. Schon mal reingeschmökert ins Mäppchen? Wie alt sind Sie denn, Herr Epperle? Eckerle. Ich bin 33. Ihre Mappe ist nicht mein Tee. Nicht Ihr was? Sagten Sie gerade nicht mein Tee? Ja, was zum Henker ist denn Ihr Tee? Sie sind doch dieser Sammler. Oh, Sie kaufen sich hier einen Wolf. Na, Sie können doch hier direkt bei mir, aus meiner Mappe. Das hier ist aus der Serie, es müssen wieder mehr Männer ins Fernsehen. Wenn das nicht Ihr Tee ist, dann ist es auch nicht mein Tee. Also bei mir in München, da verkaufen sich die Dinger wie geschnitten Brot. Ich kann alles. Ich kann schreiben, ich kann aquarellieren. Ich habe ein paar Gags drauf für die Party nach der Vernissage. Ich kann sogar steppen. Ich glaube, es reicht jetzt. Gehen wir jetzt bitte. Wie soll das erst werden, wenn du mal meine Socken waschen musst? Ja, das ist Berlin. 13.000. Du musst halt steppen. Mann, ey. Ich krieg die Motten. Beschissen wäre es doch, eines Tages den Abgang machen zu müssen, ohne auf dieser Welt je etwas gerissen zu haben. Ein kurzer Besuch bei meiner Verflossenen konnte vielleicht Aufschluss darüber geben, ob ich zu retten war. Bei der Verflossenen vorbeizuschauen, war immer eine gute Idee. Zumindest hatte ich das in irgendeinem Romänchen gelesen. Medienproduktion Schnitzel? Ja, Püppel? Ihr Filmchen wird gerade paniert und frittiert, Schnüppel. Dann können Sie es einfuppen und in Ihren Schlipper püppeln. Bist du 3 oder was? Ich mache gerade ein Schulpraktikum. Ein Grundschulpraktikum. Hast du Mo wieder, hä? Chips, Cola. Ich wollte mich verabschieden. Du, das muss in 3 Tagen nach Venedig. Zur Biennale. Mir geht's dreckig. Mir geht's so dreckig. Gerade in den Endschritten. Ich bin auch am Ende und fertig. Ausgepumpt, leergesaugt. Ich mach Schluss. Warum sagst du mir sowas überhaupt? Hast du keine Freundin, der dir das erzählt? Ja, sicher habe ich eine. Ja? Wer denn? Die Silvi aus meiner Galerie, die steht auf meinen Style. Ich glaube, wir bereden das mal alles die Tage. Ich muss nachher auch noch was für die Studenten. Ich mache jetzt eine Vertretungsprofessur. Ich bewundere dich, Kascha. Ehrlich, ich könnte das nicht. Lehren. Bin eher so der Wittgenstein-Typ. Traktatisch-philosophisch. Zu genial für die Lehre. Ich würde den dummbatzigsten Schüler einfach in die Ecke stellen. Los, rüber, du Dämelack. Und dann würde ich ein paar Ohrfeigen verteilen. Raffst es nicht? Ironie, Mann, Ironie. Du dumme Nuss. Und dann... Kaboing! Was ist denn hier los? Das ist doch kein Museum. Wir hätten Sie reingelassen. Vom Hausmeister. Ist ja Gewerbe. Ist ja gewissermaßen keine... Meine Wohnung. Ist ja eigentlich kein Wohnraum. Herr Eckerle. Kann grad gar nicht. Hab einen Burnout. Sorry.
Ich habe die wundervolle Aufgabe, Ihnen zu sagen... Mich würde gerade auch gar nicht interessieren, wer Sie überhaupt sind. Britta Seidel. Gott, ich hasse Hiobsbotschaften. Ihr wollt mich aus dem Atelier werfen? Nein, im Gegenteil. Wir haben hier einen neuen Mietvertrag für Sie mit einem 3-monatigen Kündigungsschutz. Für Sie. Brauche ich alles nicht. Okay, Herr Eckerle, es sieht so aus. Das Gebäude hat den Besitzer gewechselt. Die Subventionierung ist gestrichen. Das bedeutet, ab sofort wird dieser Raum hier teurer. Und das ist der neue Mietvertrag. Der gilt ab 1. Februar. Yay. Und was ist, wenn ich einfach nicht zahle? Die Immobilienmakler waren busy. Für mein Good Old Atelier im Hölderlinturm an den äußeren Grenzen Lichtenbergs, also am Rande des Nirgendwo, verlangten sie jetzt einen märchenhaften Mietzins. Gerade erst hatte ich den Rest meines Erbes aus dem Verkauf der elterlichen Köhlerhütte in Münsterland verbraten und war damit praktisch mittellos. Fast unnötig hinzuzufügen, dass die Makler also vorhatten, oder auch nicht vorhatten, einem nackten Mann in die Taschen zu greifen. Ich flüchtete mich in meinen Roman, denn ich schrieb einen Roman, ich lebte einen Roman. Kolportagehaft, versteht sich, nichts Hochkarätiges. Etwas, was dann später in den Tankstellenshops unserer Zeit ausliegen würde. Titel des Romans, Doppelpunkt, Hotel Psycho. 22. Dezember, Auszug aus dem Roman Hotel Psycho. Es wurde kälter in Lichtenberg. Der erste Schnee war Vorbote eines unerbittlichen Winters. Die Kälte hielt Einzug in die Mauern der Stadt und nicht nur in Beton und Asphalt kroch die Kälte, nein, sie drang auch in die Herzen der Menschen. Ach, was sag ich? Die Anlagen sind soweit in Ordnung. Ich befürchte allerdings, dass wir im gesamten Gebäude neue Rohre brauchen. Das habe ich allerdings schon notiert und mit Klaus Christian auch besprochen. Was jetzt auch noch auf der Tagesordnung... Moment mal, Frau Seidel. Der Fahrstuhl muss repariert werden. Dieses Gebäude ist wie ein verlotterter Park. Ich muss hier den Gärtner machen, den Wildwuchs zurückschneiden, den Maulwurf ausräuchern, ja. Und vor allen Dingen kommt bitte im gesamten Gebäude diese unsägliche Raufasertapete ab. Ich will japanischen Reibeputz. Ich mache hier einen Zen-Garten draus. Das wird Klaus Christian freuen. Und Sie gehen jetzt hoch zum Maulwurf und stopfen dem das Kabit in die kunstvollen Gänge. Ach, Herr Schöller, können Sie das nicht übernehmen? Ich kann das nicht. Dafür haben wir ja Sie. Sie sind frisch. Aber Klaus Christian sagte, Sie können das so gut. Frau Seidel, bitte machen Sie das. Bitte. Ja, okay. Okay, ich übernehme das. Herr Eckerle hat noch Zeit, bis 18 Uhr das Atelier zu räumen. Ich würde vorschlagen, ich mache das dann im Anschluss nach unserer Besprechung, okay? Dann übernehme ich das. Gesichter, unzählige Gestalten im Treppenhaus sagten, Okay. dem Maulwurf wird das Kabit in seine kunstvollen Gänge gestopft. War ich etwa damit gemeint? Herr Eckerle, es ist jetzt 18 Uhr. Haben Sie den Vertrag unterschrieben? Herr Eckerle, ich leihe Ihnen auch was. Ich bin wirklich ein Fan Ihrer Arbeit. So wird das nichts. Wo sollen wir Ihre Sachen denn hinbringen? Bring erst mal alles runter. Moment. Wie wär's mit einer Abschlussperformance? Ich stürze mich hier aus dem Fenster mit dem Schriftzug eurer Firma auf meiner Stirn tätowiert. Bye bye.
Bitte, nimm mir nicht mein Atelier weg. Wirf mich nicht raus. Ich mal dir auch was. Ein Aquarell, das hänge ich dann unten in der Lobby auf. Ich bin ein ganz großer Fan von Ihnen, aber ich kann da leider nichts machen. Ich hätte in Münster bleiben sollen. Da hatte ich Fans. Aber sowas von. Ich hätte Stadtkünstler werden sollen. In der Stadt, die die Kenner nur Moorleichenmünster nennen. Jede zweite Moorleiche ist einmal ein Künstler gewesen. Das ist wissenschaftlich bewiesen. Ich hätte heiraten sollen, in eine Doppelhaushälfte ziehen, mir einen Leasingwagen nehmen und mich mit diesem Leasingwagen im Moor versenken. Und dann als Moorleiche im Museum enden, damit wenigstens irgendwas von mir im Museum endet. Die Geschichte würde diese Sache bewerten. Ikonoklasten, Kleingeister. Sie hatten einen Weltkünstler zerstört. That's my little hut, where I write and write and write and write and write. And do some gardening during springtime. Oh, I planted some tomatoes over here. You're such a great gardener, Mr. Suicide. You write so well. Didn't you just finish your unfinished masterpiece? Do you mean my timeless masterpiece? Hotel Psycho? Ab einem gewissen Alkoholgehalt im Blut ist die Erfrierungsgefahr um ein Vielfaches gesteigert. Ich wollte mir dieses Phänomen zunutze machen. In jener Nacht war ein Frost von minus 15 Grad Celsius angekündigt. In 2 Stunden, so rechnete ich mir aus, würde ich steif gefroren sein wie eine Packung Schlemmerfilet.
Ich bin wach, Mama. Noch 5 Minuten. Das ist ganz schön neben der Spur. Ich bin wach, Mama. Ich komm gleich runter. Ich steh gleich auf. Komm hier weg, ist kalt. Gar nicht so schlecht aus. Das ist, glaube ich, was für die Schule. Kommt ins Lehrerzimmer mal wieder. So. Der Rahmen. Mit der Schulmedizin und wir nicht weiter. Jujari, Vajorpi, Vajaspa, Vajaspa, Pon, ist geheilt. The Doomed Artist. Ich würde heute nicht in der lebensspendenden Wärme dieses Feuerscheins sitzen, hätte ich mich damals gänzlich bretthart gefrostet. Man verzeihe mir diese fetischhafte Ausdrucksweise. Nun seht mal, wen es in dasselbe Krankenhaus verschlagen hatte wie mich. War da vielleicht etwas zu machen? Ein guter Kontakt war ein guter Kontakt. Ach, hallo. Hält die Brille jetzt besser? Das Modell ist um einiges cooler als das vorherige. Die andere war nicht schlecht, aber war auch irgendwie spießig. Ist nicht böse gemeint.
Hey, ich stand neben der Spur. Die Stadt hat mich einfach fertig gemacht. So wie die jeden fertig macht. Ich glaube, wir werden Freunde werden. Ich muss zusehen, dass ich so schnell wie möglich wieder in die Firma komme. Sicher. Er brauchte eine Weile, um zu erkennen, dass meine Absichten gut und mein Freundschaftsangebot echt war. Aber Zeit hatten wir genug. Wir verbrachten eine gefühlte Ewigkeit in der Psychiatrie. Und er redete und redete über seinen Chef bzw. seinen Seniorpartner Klaus Christian, der wohl die Wurzel seines ganz persönlichen Übels darstellte. Eine Skizze von Corot. Wie schön dieser Park ist. Vor über 100 Jahren als innerstädtischer Irrenanstaltspark geplant. Schön am Stadtrand. Foucault lässt grüßen, ne? Von wegen. Voltaire zwitschert von den Bäumen. Bestellt euren Garten, Leute. Bestellt euren Garten. Bestell deinen Garten, Silvio Schöller. Und Klaus Christian schickt mich jede Woche in die Gerontopsychiatrie zu seinem Vater und muss dem Alten irgendwie Händchen halten. Ja, den Alten hat er eingewiesen und entmündigt. Der Vater war Maler, der hat den ganzen Tag nur getrunken und gemalt, hat Schiffe gemalt. Und irgendwann hat er aufgehört zu trinken und verfiel in düsteren Wahnsinn. Du Doomdartest. Wenn ich jede Woche zu ihm hingehe und dann schiebe ich ihm seinen Wodka rüber. Und was bringt es dem Alten? Das quält ihn eher. Klaus Christian muss einen gewaltigen Hass auf ihn haben. Sag mal, Kann diese Firma nicht... wie ist nochmal die Adresse von dem Büro? Wo ist euer Büro? Ich geh nicht mehr. Ich mach die Scheiße nicht. Wo ist euer Büro? Kurfürstendamm, 176. Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Ich mach das nicht mehr. Jetzt hör auf zu jammern. Klaus Christians Vater trank und malte, immer wieder Schiffe. Eines Tages hörte er abrupt mit dem Trinken auf und verfiel in einen düsteren Wahnsinn. Aber wir sind nahezu off-topic geraten. Für deine Gattin wäre das ideale Atelierloft. Wir sind noch nicht verheiratet. Ah, na, was nicht ist, kann ja noch werden. Und deine Sammlung, die hätte im Erdgeschoss Platz. Denk doch einfach über den Kauf beider Etagen nach. Der Kurfürstendamm. Inbegriff einer Zeit, als uns der Kapitalismus oder whatever ein warmes Lächeln auf die Backen zauberte. Und mit Backen meine ich Arschbacken. Guten Tag. Wie geht's Ihnen denn, Frau? Seidel. Natürlich. Seidel. Britta Seidel, stimmt's? Was macht denn der Chef, der Klaus Christian? Herr Kramer ist in einer Besprechung. Wären Sie so freundlich, ihm in einer passenden Sekunde ein Zeichen zu geben, dass ich hier bin? Ich lese dabei das Handelsblatt. Danke. Sicher. Herr... Suicide. Immer noch Suicide. Klarname Thorsten Eckerle, aber wen interessiert das? Ich hatte Zeit nachzudenken, habe mich verändert. Bin ernster geworden, tiefer. Im Augenblick setze ich auf harte Arbeit. Ich bin mir doch nicht sicher, ob Herr Kramer Zeit für Sie hat. Zeit. Zeit und eine wunderbare Zigarre. Einen Aschenbecher hätte ich gerne. Ich meine, es ist ja dein Geld. Aber Na komm, Carina, sag, wo der Schuh drückt. was mich interessieren würde, wer garantiert uns eine Wertsteigerung dieses Objekts in 10, 12 Jahren? Berlin schrumpft. Ist doch egal, ob Berlin schrumpft. Klaus Christian magnetisiert unsere Immobilienprojekte mit Kreativität und Leidenschaft. Und aus der Kontingenz treten in die Realität steilste Wertschöpfungsperspektiven für uns alle. Und ihr profitiert. Schon wieder zurück? Du warst doch noch gar nicht stabil genug. Ich war im Urlaub. Im Urlaub? Im Urlaub auf Ikanimea oder auf Psychos oder was? Stell doch dazu, wo du warst. So kriegst du deinen Burnout nie weg.
Pass auf, heute Nachmittag, gegen 17 Uhr, Siegbertstraße 54. Ich hab da was für dich. Und jetzt? Ich werde da sein. So, und jetzt mache ich. Aber sowas von. Die Zeit raste. Es war plötzlich wieder zum millionsten Mal Herbst geworden. Herbst des Lebens. Ich musste jetzt unbedingt etwas reißen. Was hatte Klaus Christian gesagt? Siegbertstraße 54. Ich hab da was für dich. Wohlan. In bester Lage im grünen Citynah lag es, das Hotel Psycho. Sicher, wie konnte ich wissen, dass dies das Haus aus meinem Roman namens Hotel Psycho war, welches ich ja noch nicht kennen konnte, nur aus besagtem Roman selbst, den ich allerdings noch nicht geschrieben hatte. Zumindest nicht bis zu jenem autobiografischen Kapitel, in welchem das Hotel Psycho auftauchte. Nun, ganz einfach. Sowohl Haus als auch Titel waren sozusagen in mir präexistent. Oh Mann, wie ging das nochmal? Jujari. Vajorpi. Vajaspa. Punschei. Jujayu, Vajurpi, Vajaspa, Vajaspa, Punchaita. Jujayu, Vajurpi, Vajaspa, Vajaspa, Punchaita. So, das habe ich in Bolivien gelernt, habe ich 4 Wochen studiert. Und das ist ein altes Beschwörungsritual, um seine Ahnen loszuwerden und Verspannungen zu lösen. Ich habe hier einen geschützten Raum, das könnt ihr eurem Patienten sagen, da könnt ihr es durchziehen und teilweise kommt es zu Komplikationen. Deswegen möchte ich bitten, dass Sabrina ein bisschen aufpasst, während Chantal hier gleich die Übung mitmacht. Du hattest Probleme mit deinen Ahnen? Setz dich mal bitte dahin. Du passt auf, wenn sie unruhig wird, bisschen auf Distanz, aber trotzdem, sie muss wissen, dass du da bist. Kommt was an? Scheiße, was ist das schön hier. Hauptsache Klaus Christian kommt bald. Es ist 9 Uhr morgens. Was zum Henker bohrst du?
Was hat das zu bedeuten? Dieser Typ, der Heiler. Der Heiler. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Noch ein bisschen Kaiser Sülze. Und ein lecker Glas Riesling. Der Baulärm scheint dem nichts auszumachen, ne? Das ist ein Nervenkrieg. Und was gibt dir Klaus Christian für diesen Nervenkrieg? Also, wenn du glaubst, du kannst mir hier meinen Auftrag wegnehmen. Ich zahle hier Miete. Und Klaus Christian hat hier was ganz Großes vor. Ah, der hat ja was ganz Großes vor. Deswegen hat er mich hierhin gelotst. Genauso muss Kaisersalze sein. Diese leichte Säure. Ich bin extrem busy gerade. Extremst. Ich muss nicht nur ein Irrer sein und die Geldströme verstehen, sondern muss auch die Kunstgeschichte der letzten 70 Jahre auswendig lernen. Ja, nicht nur museal, sondern die letzten 70 Kunstmagazine. Da musst du einfach den Materialstand drauf haben. Dieser Keller raubt mir den Atem. Eigentlich ging es mir darum, noch ein wenig Ruhm und Ehre abzugreifen. Also die Werbetrommel rühren, damit sich mein Rumänchen an den Tankstellen besser verkauft. Ich wollte ja was machen, was Uncooles. The New Borniertheit. The New Branstigkeit. Findest mich also borniert, ja? Alles, was ich mache, ist branstig, verbohrt, vernagelt, kolportagehaft. Das wird mein neuer Projektraum. Hier hänge ich meine Aquarelle auf. Hier lese ich meine Texte. Ich will raus damit an die Öffentlichkeit. Du mit deinen Kontakten, du könntest einen Film über mich drehen. Die Leute hier reinholen. Cinema Sacralité. Sakralisé. Cinema Sakralisé. Du und ich. From Romance to Show. Die Flaschen habe ich hier ausgegraben. Welche Hitze braucht's, damit Glas schmilzt? Die Strahlhitze des Brandkriegs braucht's. Die Hitze kroch in den Stein und ließ das Glas schmelzen. Eine Hölle, dieser Keller. Eine Hölle. 70 Jahre lagen diese Flaschen hier in der Erde.
Geht's dir gut, Thorsten? Willst du mich verjagen? Ich durchlebe das. Und Gonzo. Das habe ich doch schon mal gesagt. Ich heiße Gonzo Suicide. Oh, Petit Film? Hein? Wer weiß, was einem nach der Premiere alles angeboten wird? ZB? Eine Professur wäre schön. Es dauert etwa 5 bis 15 Jahre, bis man als Künstler erfolgreich wird. Und als Immobilienmakler dauert es ebenso lange. Hey, Kascha, Gonzo hier. Geh mal ran. Geh mal ans Telefon. Du wolltest doch den Film über mich machen. Ich bin bereit, ja? Ich warte auf dich, aber nicht so lange. Also wenn du den Film über mich machen willst, dann beeil dich. Es gibt nämlich auch noch andere Leute, die das mit mir machen wollen. Ganze Kunstnummer ist ja sowieso nur Verpackung. Klaus Christian. Ich finde ja sowieso die Typen, die mit Geld umgehen können, viel kreativer. Wenn wir die Geldströme umleiten können, dann legen wir einen Hedgefonds auf. Ja. Und dann reißen wir uns ganze Straßenviertel unter den Nagel. Irgendwann Lichtenberg. Und dann Griechenland. Stimmt's, Klaus Christian? Klaus Christian! Wo bist denn du? Arschlöcher! Christian! Der Herr wollte sich verabschieden. Ich habe doch nur gesagt, Berlin schrumpft. Du hast gesagt, unsere Preise sind nicht okay. Klaus Christian wollte sich mit 5 Millionen zur Ruhe setzen. 4 Millionen hat er schon gehabt, die sind jetzt... Und was ist übrig geblieben? Ein emotionales Wrack. Und der Arme hat auch noch Hypoglykämie. Klaus Christian, ich habe hier die Kaubonbons, die du so gerne magst. Lassen wir es nicht zu, dass sich eine unbedeutende Nebenfigur wie Silvio Schüller hier breit auslässt. Ich mach das. Also, Klaus Christian und Silvio kamen mit dem Verkauf der Immobilie seit geraumer Zeit nicht vom Fleck. Und die Insolvenz stand gewissermaßen vor der Haustür. Pass mal auf, ich mache eine Umschulung zum Hausmeister. Ich bringe dich damit rein, versprochen. Klaus Christian? Es war zur selben Zeit, da Klaus Christian sich aller Sorgen entledigte und ich im Keller saß und den Immobilienmarkt studierte. Schnauze! Ich will meine Ruhe haben! Sonst hole ich meinen Freund Klaus Christian und der kauft euch eure Bude unterm Arsch weg! Das sollte ich dir noch geben. Von Klaus Christian. Von Klaus Christian? Sein letzter Wille. Mietvertrag. 380 € monatlich für einen Kellerraum. 20 Quadratmeter. Kündigungsfrist vermieterseitig. 48 Stunden. Der Mieter verpflichtet sich zu sporadischen Hauswarttätigkeiten. Was meint der Klaus Christian damit? Die Frage ist doch, ob man eine Spielwiesennulpe ist oder eben nicht. Ich bin keine Spielwiesennulpe. Herr Brendel! Brendel! Ralf! Ich habe jemanden hier, der möchte Schamane werden. Ich will Schamane werden? Ah ja, ich will Schamane werden.
Jeder will Schamane werden. Die Schamanenschule öffnet erst um 18 Uhr. Immer diese Fickrigkeiten. Ich wollte mich bei dir entschuldigen für den Baulärm. Falls du einen schöneren und größeren Raum haben willst, ja? Bin doch nicht bescheuert. Und auf meinem Schreibtisch liegen immer noch die 5000 für den Fall, dass du einfach von dir aus ausziehen möchtest. Da muss ich erst noch mal einen Yatita fragen. Tja, Klaus, was hältst du denn hier davon? 5000 €, dass ich hier rausgehe? Mana. 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 Theo Klaus? Sagt nein. Theo Klaus, ist das Klaus Christian? Theo Klaus ist Onkel Klaus aus Westfalen. Hey, wolltest du mir die Bude abfackeln, Unglücksrabe? Ist das Ding an? Ja. Ist kalt. Ist kalt? Ja, ist kalt. Ist kalt. Capitalism kills, siehe Klaus Christian. Andererseits war dies nicht der freie Markt und damit meine einzige reale Chance. Schließlich war ich es ja nicht gewesen, den der Kapitalismus gekillt hatte. Hier steckt eine Menge Kohle dran. Hm? Ja, wohl kaum. Ich bin froh, wenn ich den Laden los bin. Ah, das war mein Irrenhaus, stimmt's? Nee, eine Schule. Ah, Foucault lässt grüßen. Ich kann mich gar nicht satt sehen an diesen High-Value-Gebäuden in Zentrumsnähe. Das wird mal die neue Tate Modern. Mit Ateliers für Kreative, mit Geld wie Heu. Ganz oben ich, im Atelier mit Oberlicht. Der Heiler da unten. Der müsste praktisch freiwillig gehen. Freiwillig gehen? 10% vom Verkaufserlös. Wenn Ralle weg ist. Wenn Ralle weg ist. Oktopus Vulgaris. Vor dem Verzehr gut erhitzen. Steif gefroren wie ein mediterraner Oktopus. Kaum zu glauben, dass dieser Mann, ihr wisst schon, der alles wusste, dieser Philosoph, der nach dem Verlag benannt ist, in dem mein Rumänchen dereinst erscheinen wird, also dieser Diogenes Verlag, kaum zu glauben, dass Good Old Diogenes an einem rohen Stück Oktopus erstickt war. So sagen zumindest seine Neider. Dass er zu gierig war und den Oktopus hinunterschlang, ohne zu kauen. Und dass er den Oktopus vorher nicht kochte. Denn er hatte dem Feuer abgeschworen. Denn das Feuer war der Anfang allen Übels, namens Geißel Zivilisation. Sicher, es dauerte eine Weile, bis der Oktopus sein volles Aroma entfaltete. Aber das Warten lohnte sich. Großartig, dieser Oktopus. Ihr könnt hier euren Terror machen mit dem Krach. Mir die Bude voll stinken.
Aber ich gehe nicht raus. Was nicht? Das war Thorsten Eckerle, dieser Künstler. Wie Künstler? Du bist auch Künstler, du Sau. Gut. Thorsten Eckerle! Thorsten Eckerle! Dich holt der Kari-Kari! Thorsten Eckerle! Was für ein Karikari. Wunderschöne Gebäude, wunderschöner Park, Hermann Blankenstein, der Architekt. Alles unter Denkmalschutz. Sie können jeden Cent hier steuerlich absetzen, den Sie investieren. Wer ist dieser Mann? Spielt jetzt keine Rolle. Und hier, auf dieser Seite dieses Gebäude ist bereits zu 90% versendet. Stimmt das? Ja, zu 90% verkauft. Ja. Deswegen würde ich Ihnen raten, so schnell wie möglich zuzuschlagen, wenn Sie sich dafür interessieren. Nein, natürlich nicht. Silvio Schöller, seit wann hast du eigentlich ein Büro hier unten? Das sind doch meine Sachen. Hat Klaus Christian die aus meinem Atelier gerettet? Klaus Christian wollte eine Stiftung für dich einrichten. Mein Gott. Dieser Philanthrop. Der hatte noch ein Menschenbild. Der Heiler muss weg. Ja, ich weiß, Klaus Christian. Silvio. Ich weiß, ich habe doch schon eine Idee. Eine Idee reicht nicht aus, Thorsten Eckerle. Mit wem sprichst du eigentlich? Thorsten Eckerle. Nenn mich nicht Thorsten Eckerle. Eine Idee reicht in diesem Falle nicht aus. Es lohnt sich, Idealist zu sein. In einer Welt, die mehr und mehr von technokratischer Rationalisierung und Marktökonomie beherrscht wird. Das ist aus dem Roman, den ich schreibe. Du redest nur. Ich weiß, Klaus Silvio, ich weiß, Du vergeigst den Start in dein neues Leben. Ich wollte sagen, ich spiele mit. Also, ich spiele mit, aber sowas von. Beim Start in mein neues Leben, das spiele ich mit. Ich mach das. Ob das gut geht? Ja, und du willst lernen, ne? Genau. Was kannst du schon? Ja, dieses. Hier, da war noch dieser eine da. Kari-Kari. Kari-Kari. Als Zauberspruch. Kari-Kari. 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 Nee, falsch, oder? Likichiri. Ach so. Likichiri. Wie, dann ist Kari-Kari falsch, oder? Kari-Kari. Nix, oder was? Likichiri. Aber. Weißt du, was Kari-Kari bedeutet? Kari-Kari auf Quechua sagt man Likichiri. 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 Aber du musst anfangen. Ja, du musst auch richtig schön ganz deutlich aussprechen. Likichiri. 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 Du entschuldigst dich. Ich soll mich entschuldigen. Du tust nur so. Du entschuldigst dich in meinem Namen. Komm. Mach das doch selbst. Ich kann's nicht. Ich hab's übertrieben. Ist doch egal. Du lädst sie alle zur Performance ein. Ja, und sagst, sie müssen kommen. Ja, und dann lässt du dir zur Sicherheit die Handynummer. Geht's? Wozu der ganze Aufwand? Ich verstehe das noch nicht. Das Haus muss leer sein. Hier unten, da wohnen nur noch Ralle und seine Frauen. Am Abend der Performance muss das Haus leer sein. Leer. Dann passiert niemandem was. Was soll denn passieren? Willst du reich und berühmt werden? Naja, berühmt
bin ich ja schon. Aber reich. Ja. Wir machen dann halbe halbe. Ja, dann komm ich jetzt vor. Was will er denn da? Ist durch jeder Kraftmacher. Ja, tschüss, hat Spaß gemacht. Bis dann. Hey, nix. Was heißt dieses Likichiri? Ah, du meinst Karikari. Ja. Der saugt dir das Fett ab. Der saugt dir das Fett ab. Der saugt dir das Fett ab. Oh, Bettermann. Bettermann, du sollst dich doch auf unsere Performance vorbereiten. Ich muss den Text Nein. So, wie wir es abgemacht hatten. Und dann noch 4 Stunden flexen. Hallo, Ralle. Ralle Brendel. Mensch, Bettermann, hör mal mit dem Schleifen auf, das ist idiotisch. Ralle. Hey, Kari. Was machst du denn hier? Ich hab dir was mitgebracht. Ich hab gedacht, du sammelst doch bestimmt ein bisschen Kunst. Ich habe die Absicht, eine Kunstsammlung aufzubauen. Irgendwo muss die Kohle ja hin. Hier. Mein Frühwerk. Der Zeitgenossen fressen Gobelin. Stell mal alles da hinten hin. Das Gestinke. Musst weg. Ich hab Hauptweh. Schnell. Aber du kommst doch zur Performance, oder? Sicher. Komm, jetzt mal die gelben Bier. Die gelben Birnen, das ist geil, das ist echt geil. Mit gelben Birnen, Was war doch nur mit den Schwänen?
Da waren noch Schwäne. Oh, ihr holden Schwäne. Oh, ihr holden Schwäne. Und trunken vor Küssen. Und trunken vor Küssen. Taucht ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Taucht ihr das Haupt in das heilig nüchterne Wasser. Es geht doch nicht los, Lola ist noch nicht da. Das muss aber langsam. Ich bin voll drauf, das geht geil. Und ins heilig nüchterne Wasser. Aber nicht zu viel. Hey, komm, lass den Schnaps sein. Lass den Karo sein. Was ist jetzt mit der Performance hier? Gonzo! Gonzo! Performance! Ja, das Land in den See. Das ist geil, das ist richtig tief. Ne? Das Land hängt mit den Gelbbirnen in den See hinein. Gonzo! 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 Alle kommen! Oh. Nein, nun halt mal die Finger da weg! Na, lass mich mal machen! Die Leute sollen Spaß haben, okay? Dürfen nicht weg. Okay. Jetzt, tu was. Ins heilig nüchterne Wasser! Und jemand da? Und Frau mit wilden Rosen, das Land in den See. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, der Blume? Und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde, die Mauern stehen schwarz. Und im Winde. Ja, Boris, wo bleibst du? Ja, hier ist schon alles voll im Gange. Ja, komm her, ich brauche die Kamera. Die Courage her, die ganzen Schwäne zu töten. Ja, das hat er selbst gemacht. Großartig. Die gelben Rosen, das wilde Land in den See. Die Mauern stehen schwarz und schweigend und im Wald und sich Kerzen an und es raucht. Halt drauf, Boris. Das ist ja wie Rififi. Spinnst du? Nimm das Ding weg. Hm? Löschen. Lösch. Boris, gib her. Hier. Gelöscht. Ich habe echt total vergessen, was du für ein narzisstischer Psychopath bist. Ich? Ja. Psychopath? Du. Das wüsste ich aber. Ich bin busy. Ist hier vielleicht irgendjemand? Das sehen irgendwie alle nicht so aus, als hätten Alles unter Kontrolle, es gehört alles zur Performance. Trockener Mund. Wasser? Hm? Ja? Hol mal einer Wasser. Hol mal einer den Heiler. Wo ist denn Ralle? Der Kräftige? Ja. Der Kräft. Wo hast du das Bild her? Na, das hat mir dieser Heiler in die Hand gedrückt. Ralle? Mhm. Aber wann hat er mir das... Wo ist der hin? Ich weiß nicht, dem ging's nicht gut. Der wollte sich hinlegen, hat er gesagt. Ins Bett? Egal, den brauchen wir nicht. Mist. Schade um ihn. Ach, ich meine, wieso? Hat eh nur genervt. Blöder Angeber. Niemand braucht einen Heiler. Es geht gleich vorbei. Das Bild.
Im Schnee war's. War Ralle im Schnee? Ist das jetzt hier nicht viel wichtiger? Der hat nur zu viel Raumluft, der Frischer, genommen. Stell dich nicht so an. Stell dich zum Henker nicht so an. Wo gehobelt wird, da fallen Späne. Da kann man nichts machen. Was kann man nicht machen? Idiot abgeschlossen. Ralle! Weil dir brennt irgendwas an. Ralle! Ralle! Ralle, Ralle, Ralle! Scheiße, Ralle! Jetzt stirbt mir nicht den Laubenpieper tot. Ralle! Ralle! Du hast mich gerettet, jetzt rette ich dich. Sag was, Ralle. Sag was. Du, wegen den 5000. Total begreift, oder? Du 2000, nicht 3000. Ja. Oder du kannst alles haben. Ganzen 5000. Wenn du aus dieser verfickten Bude rausgehst. Hm? Und die anderen 5000 von Klaus Christian, die bekommst du dann auch noch. Das sind 10.000, Ralle. Was du damit alles machen kannst, wenn du nur was sagst. Das gibt's doch nicht. Dass hier jemand zu Schaden an Leib und Leben kommt. Das kann ja gar nicht sein. Der ist einfach erstickt. Darauf habe ich keinen Bock. Scheußliches getan. Mit meinen eigenen Händen getan. Mit feinsten Künstlerhänden. Ich hätte Chirurg werden können. Ich hätte in Münster bleiben sollen. Ich bin ein Mörder. Tata! Inti! Pascha! Mama! Julia!
Hast du was gefunden? Ich guck mal. Ja, guck mal, da hinten. Oh, schau mal da. Ja. Sieh, ich halte dich. Feuer und Qualm sollten mich von meinen Grillen befreien. Unangenehme Erinnerungen in tieferen Lagen meines Bewusstseins überzogen sich mit einer Schicht unpenetrierbar wie die Haut eines Ostfriesennerzes. Naja, ihr wisst, was ich meine. Was machst denn du? Ich bin der ortsansässige Schaman. Das ist Fusch. Weißt du, das ist Fusch. Noka, Ripusa, Punchaita, Vairapi. Noka, Ripusa, Punchaita, Vairapi. Und, weißt du, was das heißt? Was heißt das? Weinend gehe ich durch den Wind am Tag. Weinend gehe ich durch den Wind am Tag. Was ist das? Hölderlin? Übrigens, vielen Dank für die Kohlenmonoxidvergiftung. Normalerweise wird man von einem Blitz getroffen. Aber bei mir wurde sie anerkannt als Nahtoderfahrung, Grundvoraussetzung der Mitgliedschaft. Ich bin jetzt zertifizierter Yatiri im Bundesverband Andiner Heiler. Wir brauchen dich. Komm raus da. Ich mache jetzt auch nicht mehr in Immobilien. Ich will was mit Kunst machen. Schließlich braucht man ja Nahrung für die Seele. Und ich mal jetzt auch. So? Schön. Bitte sehr. Wenn du eine Ahnung hättest. Vielleicht bin ich nicht ganz so krank als wie der arme Hölderlin, aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Ach Mist, kannst du das noch mal sagen? War unscharf. Das ist so Berlin. Das ist ein Typ, das ist so Ein Autor im Schatten der Reife. Ja, Autor im Schatten der Reife. Klingt gut. Das können wir uns merken. Es ist doch die Haltung, die zählt, nicht? Ja, genau. Sehr gut. Interessant. Und er hat noch was dabei gelernt. Ja, und ich habe auch was dabei gelernt. Aha. Was hat er denn gelernt? Hä? Na? Ach so, ja klar. Ein bisschen weniger fickrig ist er, was? Ich war nie fickrig. Hey, das kommt gut an hier in der Schweiz. Ja, das mögen die hier ein bisschen fickrig. Naja, also gut. Also wieder ernst.
zum Geschäft, ne? Ich habe was zu sagen. Ich nehme das ganze Frühwerk und den Rest. Das kommt dann ins Depot. Ich fasse es nicht. Und dann machen wir einen schnellen Termin hier mit diesem Verlag hier in Zürich, diesem, wie heißt der schon wieder? Dieser Verlag, der nach diesem Mann benannt war, der alles wusste und dann an einem rohen Stück Oktopus erstickte? Oh, scheiße, ich muss ja noch zu einem Apero ins Borolack. Du, tut mir leid, ich muss leider los. Ich hab da noch was zu tun. Gut. Aber macht ihr mal schön weiter. Er macht übrigens auch eine Therapie. Obdachlosigkeit ist heilbar. Du kannst doch jetzt hier nicht wie ein Penner leben. Penner? Raus aus meinem Wohnzimmer! Ihr Redaktionäre! Hackfressen! Anlageberater! Ihr Wachstumsverbrecher! Das ist, glaube ich, ein Genie. Ihr Kunsthonks, ihr Klappstühle, ihr Flachwichser, Provinzpolitiker, Vegetarier! In meinen Roman reinschmökern, das könnt ihr. In mein Leben reinfurzen, das könnt ihr. Arschlöcher! Dynamischen Prosecco aus dem Trentino. Na Leute, dann... Ich hätte Ihnen gerne etwas Höflicheres, weniger Rüpelhaftes hinterhergeschleudert. Etwa, es war nett mit euch, kommt bald wieder. Aber wer würde erneut und immer wieder einen zahnlosen Poeten besuchen? Nicht einmal Diogenes selbst, der ja bekannterweise an einem unzerkauten Stück rohen Oktopus erstickt war. Ja, hallo? Ich hätte gern ein Taxi. Feldweg. Oder Spreekanal 1257. Das soll dann irgend so ein schönes Hotel gehen. Ja, aber nicht das Hotel Psycho. Danke. Nun, selbst Literaturverfilmungen finden ein Ende. Herzergreifend, dass wenigstens mein teurer Gefährte Nebukadnezar noch bei mir weilte. Wie heißt es doch so schön in der Kunstbranche, wenn du einen Freund brauchst, kauf dir ein Bild oder mal dir eins, so in der Art. Stimmt's, Nebukadnezar? Es ist doch die Haltung, die zählt. Ja.